ist dem Wohnungsbau gewidmet. 212.000 neue bzw. rekonstruierte Wohnungen sind in den Plandokumenten für 1989 vorgesehen. Für 640.000 Bürger sollen sich damit die Wohnverhältnisse verbessern. Die Ziele sind also bekannt. Doch auf dem Weg dahin gibt es natürlich noch Stolpersteine und manche Schlaglöcher. Bauen in der Berliner Innenstadt. An der Otto-Grotewohl-Straße baut das Berliner Wohnungsbaukombinat bis 1990 weit über 1000 Wohnungen. Am letzten Arbeitstag des vergangenen Jahres konnte nach kurzer Vorbereitungs- und Montagezeit das erste Wohnhaus übergeben werden. Anlass für die Taktstraße von Montagebauleiter Dieter Arndt, an diesem Tag Jahresbilanz zu ziehen. Wie sind Sie denn mit Ihren Leistungen in diesem Jahr zufrieden? Naja, wir sind also eigentlich sehr zufrieden mit unseren Leistungen. Wir konnten also die 63 Wohnungen übergeben beim ersten Objekt. In der Montage haben wir die uns vorgenommene Zielstellung nicht ganz erreicht. Es fehlen uns also 7 Wohnungen an den 220 Wohnungen, die wir also in der Grotewohlstraße montieren wollten. Wir haben viel aufgeholt und haben uns vorgenommen, dass wir die noch fehlenden 7 Wohnungen im ersten Quartal 1989 dann aufholen wollen. Was sind denn die Ursachen dafür? Erst hatten wir Probleme mit der Lieferung vom Betonwerk. Und als wir das dann halbwegs im Griff hatten, mit gemeinsamer Absprache, kamen der Wind, der Sturm und der Regen dazu und hat dazu geführt, dass wir eigentlich letztendlich Ausfall von einer Woche hatten. Wo sehen Sie denn noch Reserven für das nächste Jahr? Wo könnte man noch etwas zulegen? Nach meiner Meinung nach kontinuierlich einen besseren, abgestimmten Transport. Die Qualität lässt sich sicherlich bei einigen Elementen auch noch verbessern. Die Qualität der Betonelemente und ihre kontinuierliche Anlieferung sind Grundlagen für hohe Leistungen auf jeder Baustelle. Dass Qualität auch Effektivität bringt, bestätigt unser Gespräch mit Brigadier Hartmut Klug. Ja, unser Wunsch wäre es, und den wir auch in einem Neubauvorschlag festgehalten haben, dass diese Deckenplatten vom Betonwerk aus glatt geliefert werden und wir hier kein Estrich mehr aufbringen brauchen. Dass wir bloß noch die Schlitze und die Deckenösen und unsere Verschweißverbindung mit Beton schließen müssen und glatt reiben müssen. Und nicht so aufwendig wie jetzt die gesamte Dachfläche mit Estrich zu versehen. Wie dick wird der Estrich ab? Der Estrich wird in 3 cm Stärke aufgebracht, dass der Dachdecker kleben kann. Hat denn das Betonwerk davon schon was erfahren von dem Vorschlag? Ja, der Vorschlag wird wie üblich in unserem Betrieb eingereicht, wird der Projektierung zur Begutachtung vorgelegt. Und von dort ist nur der Hinweis, dass das Betonwerk nicht in der Lage ist, diese Decken herzustellen. Wie viel Zeit und wie viel Beton könnte man denn pro Dach einsparen? Ja, man könnte pro Dach ungefähr 40 Stunden Arbeitszeit einsparen. Man könnte 20 Kubikmeter Beton einsparen. Diese entsprechen ungefähr so 4.000 bis 5.000 Mark. Wir sind beim Lieferanten der Bauelemente im Betonwerk Grünau des Wohnungsbaukombinats Berlin. In dieser Halle werden die Deckenplatten hergestellt. Die bis zu 3 mal 6 Meter großen Platten können auch die besten Fachleute mit Schaufel und Kartätsche nicht faltenlos planieren. Das ist per Hand überhaupt unmöglich. Wir erkundigten uns deshalb bei Hallenleiter Gunter Reutsch. Werden Sie denn die Deckenelemente so verändern, dass die Baustelle keinen Estrich mehr auftragen braucht? Dieser Neubauvorschlag ist mir noch nicht bekannt. Ich werde mich aber mit dem Kollektiv der Baustelle in Verbindung setzen. Wir werden prüfen und dann gemeinsam entscheiden, was wir hier verändern können. Wie ist überhaupt die Zusammenarbeit mit der Baustelle? Die Zusammenarbeit mit der Baustelle ist doch recht gut. Es war auch notwendig, als wir die 140 neuen Elemente für die Otto-Grotewohl-Straße hier bei uns eingeführt haben. Ist natürlich auch so, dass wir bestimmte Sachen noch verbessern können. Und dieses Ziel haben wir uns für 1989 gesetzt. Die kompliziertesten der angesprochenen 140 Elemente werden in der Halle nebenan produziert. Es sind jene, die die zweckmäßig schöne Architektur der neuen Variante der bewährten Wohnungsbauserie 70 für die Innenstadt bestimmen. Die Spannweiten der zum Patent angemeldeten räumlichen Elemente betragen bis zu 6 Metern. Elemente von der Größe werden erstmals in einem Plattenwerk der DDR produziert. Sie bringen auch für die Montage auf der Baustelle Vorteile. Bisher musste ein so großer Erker aus 6 Elementen zusammengesetzt werden. Das erforderte bei der Montage auf der Baustelle 6 Kranspiele und das Verschweißen der 6 Elemente.
Bei dem Raumelement ist nur noch ein Kranspiel notwendig. Auch die Schweißarbeiten reduzieren sich auf 1/6. Die Produktion der mehrwinkligen Großelemente ist außerordentlich schwierig. Die Toleranzen dürfen nur wenige Millimeter betragen. Anforderungen wie im Stahlbau. Höchste Qualitätsansprüche. Erstklassige Facharbeit ist verlangt. Meister hier ist Fritz Puhl, ein Mann mit 35-jähriger Berufserfahrung. Wie ist denn das jetzt? Die Verzögerungen sind aufgeholt oder noch nicht? Na, ich möchte sagen, die Verzögerungen sind abgebaut. Will also nicht keine große Versprechung geben, aber ich möchte sagen, wir haben die Dinge im Griff jetzt bei uns. Wir werden also 89 mit der Baustelle gemeinsam den Wettbewerb führen können, dass wir die zurzeit rückständige Wohnungseinheiten in der Baustelle Grotewohlstraße, dass wir die also im Griff kriegen und 89 frei weg marschieren können. Produzieren Sie denn jetzt mehr als im Oktober, November? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja nur die Frage der Arbeitskräftesituation bei uns in der Halle 4. Wir hatten ja nur in eine Schicht gefahren. Wir haben uns jetzt auch aus eigenen Kräften aus der Halle 3, die ja abteilungsmäßig zur Halle 4 gehört und alles, die haben wir jetzt dort eine Schicht eingestellt und haben hier verstärkt in der Halle 4, sodass wir jetzt in Halle 4 in 2 Schichten fahren können. Wird sich denn, oder haben Sie noch weitere Möglichkeiten, die Produktivität hier zu steigern? Naja, wir haben versucht, alle Möglichkeiten, die Dinge zu bringen und alles. Und da auch jetzt augenblicklich vietnamesische Kräfte zugeführt wurden, dass wir dann versuchen werden, wenn wir die Kollegen eingearbeitet haben aus Vietnam, in 3 Schichten fahren werden, sodass wir dann nicht mehr, ich sag mal jetzt 10, 12 Elemente, 24 Stunden, sondern mitunter auch 15, 18 Elemente in 24 Stunden fahren können. Mehr Wohnungen und rationellerer Wohnungsbau 1989, das erfordert intensive Zusammenarbeit von Plattenwerk und Taktstraße. Hallenleiter Günter Reutsch und Meister Fritz Puhl sind zur Baustelle gekommen. Es geht um den Neurervorschlag, den Estrich auf dem Dach einzusparen. Pro Gebäude 20 Tonnen, 500 Tonnen auf dem gesamten Baufeld und 1000 Stunden Arbeitszeit. Die Fachleute werden sich bald einig. Das automatische Planieren der Deckenplatten im Betonwerk bringt die geforderte glatte Oberfläche. Sind Sie denn überzeugt, dass das notwendig ist, hier was zu verändern? Ja doch, die Notwendigkeit erkenne ich. Es springt ja für uns auch was Positives bei raus, denn wir können Zement einsparen. Wenn wir die Oberfläche, ja. Wir können eine andere Rezeptur verarbeiten und somit auch eine Zementeinsparung dort ausweisen. Also Vorteile für Betonwerk und Taktstraße. Das könnte die Lösung des Problems beschleunigen. Für die Taktstraße bedeutet das obendrein auch Zeitgewinn für die Montage. Und mehr Platten sollen 1989 aus dem Betonwerk kommen. Dazu nochmals Montagebauleiter Dieter Arndt. Kontinuierliche Lieferung der Bauelemente aus dem Betonwerk 1989 vorausgesetzt. Wie könnten Sie denn hier Ihre Leistung auf der Baustelle steigern? Naja, es wird sicherlich möglich sein, bei der geplanten Leistung von 1,6 Wohnungen am Tag, diese Leistung auf 1,8 Wohnungen pro Tag zu erhöhen. Diese Möglichkeit schätze ich also ein und damit werden wir sicherlich für das Jahr 1989 doch unseren Plan erfüllen können und übererfüllen werden. Das wären ja 10% mehr. Das sind 10% mehr, ja. Und gemeinsam mit dem Betonwerk werden wir das auch schaffen. Ich schätze ein, wir müssen es ja schaffen, um dann den Komplex hier bis zum Jahr 1990 fertigzustellen, ist also diese Steigerung sicherlich unbedingt notwendig. Notwendig ist also gleichermaßen, dass alle noch schlummernden Reserven geweckt und vor allen Dingen genutzt werden. So wie bei diesem Beispiel gibt es sie in jeder Taktstraße, auf jedem Bauplatz und in jeder Stadt. Dass Liebe durch den Magen geht, meine Damen und Herren, ist eine alte Volksweisheit und bekanntlich ist ja auch immer etwas Wahres dran. Mir ist kein Fall bekannt, wo ein wirklich abwechslungsreiches, gutes Werkessen dem Betriebsklima abträglich war. Wer noch dazu im Schichtdienst tätig ist, hat, so glaube ich, vor allen Dingen ein Recht darauf, dass sich seine Betriebs- und Werkleitung um eine bestmögliche Versorgung kümmern. Bei einer ABI-Kontrolle zu diesem Thema waren wir zu nächtlicher Stunde dabei. Wir kriegen so eine Kaltverpflegung im Paket
Und die Brötchen oder Stullen machen wir uns dann am Arbeitsplatz. Ach, die schmiert ihr euch dann selber? Ja. Vielleicht gucken wir das mal rein. Ja. 14. Dezember, kurz vor Mitternacht, in der Feinpapierfabrik Neukalis, Kreis Ludwigslust. Schichtmeister Dieter Paust ist vom nächtlichen Besuch sichtlich überrascht. Und so dauert es eine Weile, bis er den passenden Schlüssel für den Speisesaal gefunden hat. Für die Kontrolleure von ABI, FDGB Bezirksvorstand und Bezirkshygieneinspektion wirft das ein bezeichnendes Licht auf die Schichtarbeiterversorgung in diesem Betrieb. Zumal der heutigen Kontrolle schon andere vorausgingen. Und hier waren alle Ihre Kollegen verpflegt, ja? Ja. Nur in der Tagesschicht? Nur in der Tag, also Frühstück, Mittag, Frühstück und Mittag. Und wie ist es in der Spätschicht? Die Spätschicht, die nimmt ja die erste Mahlzeit um 16 Uhr ein, Kaffee trinken. Ne? Da ist schon alles Selbstversorgung. Am Arbeitsplatz? Am Arbeitsplatz. Es ist schon beachtlich, was den Kollegen für ganze 80 Pfennig geboten wird. Aber ein vollwertiges, warmes Mittagessen, auf das schließlich auch die Kollegen der Nachtschicht ein gutes Recht haben, ersetzen Wurst- und Käsebrötchen natürlich nicht. Und den Kaffee, den du jetzt hier zu stehen hast, den hast du selber aufgebrüht. Das ist mein eigen. Und was kriegst du jetzt vom Betrieb als warmes Getränk? Gar nichts. Also es ist möglich, Tee zu bestellen, aber dann bloß als Kaltgetränk. Also der wird in der Normalschicht... Also wird in der Normalschicht gekocht und nachts kannst du den trinken, oder was? Muss man aber also dann so, dass ihr jetzt Teebeutel noch kriegt, dass ihr dann selber... Das gibt's nicht. Würdet ihr jetzt lieber ein warmes Mittagessen nehmen nachts? Oder seid ihr mit der Kaltverpflegung zufrieden hier? Ja, zufrieden ist wohl kaum einer, glaube ich jedenfalls. Glaube ich nicht. Wenn Warmverpflegung wäre, würden sie wohl alle essen. Nehme ich wohl an. Darum ging das Ganze ja schon. Ne? Aber seit einiger Zeit, wir haben das ja schon öfter angesprochen, auf Versammlungen und so weiter, aber da führt kein Weg hin. Bis jetzt nicht. Angeblich aus Personalgründen. Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist normalerweise, ich habe nur schon innerhalb in der DDR schon in vielen Betrieben gearbeitet, sei es durch Delegation oder auch aus privaten Gründen. Habe dort festgestellt, dass die Schichtversorgung weitaus besser ist, dass nachts warmes Mittagessen gereicht wird, dass dort auch zu jeder Tages- und Nachtzeit Getränke bereitgestellt wurden, egal jetzt, was es war, ob es nur heißer Tee war oder Kaffee, was in diesem Betrieb seit langem schon gar nicht mehr ist. Ich habe deswegen schon mal eine Eingabe gemacht, habe jetzt in Arbeit die nächste Eingabe, weil wir noch keine sichtbaren Veränderungen gemerkt haben. Ich finde es gegenüber den Kollegen etwas unfair, dass man sich darüber keine Gedanken macht. Und wie gesagt, also ich finde es nicht in Ordnung. Direkt neben den laufenden Papiermaschinen müssen die Kollegen der Spät- und der Nachtschicht ihr Essen einnehmen. Eine warme Mahlzeit gibt es für sie schon seit 4 Jahren nicht mehr. Auch nicht an den Wochenenden und den Feiertagen, die in der Papierfabrik durchweg Arbeitstage sind. Papier ist geduldig. Die Papierwerker sind es nicht. Einige zeigten dem Betrieb schon die kalte Schulter. Nicht zuletzt wegen der kalten Küche. Auch die Liebe zum Betrieb geht eben durch den Magen. Das scheint die Leitung der Feinpapierfabrik noch nicht erkannt zu haben. Und so verlassen die Kontrolleure den Betrieb mit dem Vorsatz, am nächsten Tag die Kontrolle in der Betriebsleitung fortzusetzen. Wir haben uns in der vergangenen Nacht mit der Versorgungssituation bei Ihnen im Betrieb vertraut gemacht. Wir haben mit einer Reihe von Werktätigen Gespräche geführt, haben überwiegend Unzufriedenheit mit der Versorgungssituation entgegengenommen, eine Reihe von Kritiken und auch Hinweisen und möchten als erstes die Frage stellen, wie Sie als amtierender Leiter des Betriebes entsprechend dem Arbeitsgesetzbuch Ihre Verantwortung zur Versorgung der Werktätigen mit einer warmen Hauptmahlzeit wahrnehmen. Wann waren Sie das letzte Mal in der Nachtschicht im Betrieb und haben sich persönlich von der Situation überzeugt und auch vom Angebot? Das Problem der Versorgung in der 2. und 3. Schicht, vor allen Dingen in der 3. Schicht unserer Werktätigen, ist mir persönlich und der staatlichen Leitung seit längerem bekannt. Wir sind selber unzufrieden mit diesem Zustand.
Wir hatten in der Vergangenheit erste kleine Erfolge, hatten eine zweite Schichtköchin gewonnen. Die ist jetzt inzwischen aufgrund einer Schwangerschaft wiederum ausgefallen, sodass wir insgesamt mit der Lösung noch nicht zufrieden sind. Wir wissen von den Kollegen, dass es in vielen Gewerkschaftsversammlungen über das Problem diskutiert wird, dass es Eingaben gegeben hat. Was hat denn die Gewerkschaft da jetzt getan, um die Betriebsleitung bei den Bemühungen zu unterstützen? Wir haben jedes Jahr Festlegungen zur Arbeiterversorgung im PKV enthalten und darunter eben auch die Schichtversorgung. Das ist eben ein nicht erfüllter Punkt des PKV. Das tut uns sehr weh, gerade auf dieser Ebene. Und es muss also gelingen, in allerkürzester Zeit eine Lösung zu finden. Ich werde wahrscheinlich darauf dringen, das dann endgültig über Kühlkost zu klären, wenn kein anderer Weg gefunden wird. Es ist also, die Arbeitskräftesituation ist angespannt. Wir können nicht erwarten, dass wir mit einem Schlag Schichtköchin gewinnen können. Und da wird uns wahrscheinlich nur dieser Weg bleiben, der dann sehr intensiv beschritten werden muss. Was werden Sie denn nun in den BKV für 1989 reinschreiben? Wir wollen in den BKV 1989 aufnehmen, dass wir schrittweise die Schichtversorgung für die dritte Schicht verbessern. Zum Problem Schichtversorgung gehört ja auch die Kantinenversorgung. Wir sind gegenwärtig dabei, den Speiseraum zu rekonstruieren, werden Sie sicherlich gesehen haben, und beabsichtigen dann, die Spätschicht über diese Kantinenversorgung mit abzufangen. Das heißt, die Kantinenversorgung also bis 16, 17 Uhr auszudehnen, sodass hier ein erster Schritt getan wird, um zumindest die Spätschicht zu versorgen. Und die Nachtschicht sehen wir, wie gesagt, als Möglichkeit, sowohl an erster Stelle nach wie vor die Kooperation mit dem Territorium. Da fehlt uns die zweite Schichtköchin, die wir versuchen mit aller Kraft jetzt zu gewinnen. Immerhin ein Anfang, wenn auch ein recht bescheidener. Viele Worte sind gemacht, viel Papier ist beschrieben worden. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Betriebsleitung endlich Taten sehen lässt, damit es nachts auch bald in den Kochtöpfen dampft. Kollege Stier, der amtierende Betriebsdirektor, informierte uns gestern über die ersten Ergebnisse. In den nächsten Tagen wird die HO Ludwigslust eine warme Mahlzeit für die Nachtschicht liefern. Am Monatsende soll dann geprüft werden, ob sie auch geschmeckt hat. Darüber hinaus verhandelt die Betriebsleitung gemeinsam mit dem benachbarten Spanplattenwerk, ob sie eine grundsätzliche Lösung für beide Betriebe finden können. Wir sehen also, im Punkto Nachtschichtversorgung gibt es keine Patentlösung. Es sind vielmehr entsprechend den örtlichen Bedingungen gute Ideen gefragt. Realisierbare, meine ich. Meine Damen und Herren, zu guten Ideen haben aber einige unserer Mitmenschen noch ein gestörtes Verhältnis. Das Ergebnis ist dann, dass brauchbare Ideen und Verfahren nicht oder nur ungenügend genutzt werden. Hier die Probe aufs Exempel. Chim chimney, chim chimney, chim chim cherry. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für sie. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheru. Er bringt ihnen Glück und die Liebe. Ja, Glück soll er bringen, sagt man ihm nach. Und es ist sogar etwas Wahres dran, wenn man bedenkt, dass auch von seiner Arbeit mit abhängt, ob es zu Hause warm oder kalt ist. Solange der Schornstein rauchen kann, ist's gut. Kann das aber nicht, weil er versottet ist oder gar Rauchgase durchlässt, dann ist nicht guter Rat, sondern die notwendige Sanierung teuer, aufwendig und mit vielen Unannehmlichkeiten für die Hausbewohner verbunden. Heinz Horn, seines Zeichens Bezirksschornsteinfegermeister, kommt auf andere Weise als Abriss und Neuaufbau einem defekten Schornstein bei und macht ihn wieder funktionstüchtig.
Gemeinsam mit den Chemikern Klaus Deutsch und Bernd Stark erfand er Methode und Gerät, die das ermöglichen. Das Wirkprinzip des Gerätes: aus dem Behälter oben tropft eine chemische Flüssigkeit auf eine darunter befindliche, von einem Elektromotor angetriebene Scheibe. Deren hohe Rotationsgeschwindigkeit schleudert die Flüssigkeit gegen die Schornsteininnenwände, wo sie einen festen Film bildet. Säureresistent, wasserabweisend und gasdicht. Die Vorteile liegen eindeutig in der relativ schnellen Behandlung der Schornsteine und auch darin, dass man für die Anwendung dieser Methode keine besondere Baufreiheit benötigt. Dass also auch im bewohnten Zustand unter Einhaltung einiger Sicherheitsmaßnahmen, die im Einzelnen zu erläutern werden, jetzt das machen kann. Meister Horn ist bescheiden bei der Darlegung der Vorteile, denn dass Kosten, Bauaufwand und damit auch Zeit gespart werden, ist für ihn selbstverständliche Voraussetzung. Uns interessiert, wie das Verfahren, auch in Kombination mit anderen Sanierungsmethoden, genutzt wird. Ja, in der Breite sind einige Kollegen Bezirksschornsteinfegermeister, die in zusätzlicher Arbeit dieses Verfahren anwenden. Mir ist bekannt, dass seit diesem Jahr der VEB-Kreisbaubetrieb Prenzlau das Verfahren anwendet, aber dass ansonsten im Bereich anderer größerer Betriebe eben die Anwendung noch recht mangelhaft oder gar nicht vorhanden ist. Liegt es daran, dass es noch Vorbehalte gibt, vielleicht aus einem bestimmten konservativen Denken heraus oder aus anderen Gründen? Das ist eigentlich denkbar, weil ja die Chemikalien, besonders die Lösungsmittel, mit denen wir umgehen, eben der Gefahrenklasse A1 angehören und damit auch unter bestimmten Bedingungen explosiv sind. Wenn man aber nach EGL, Arbeits- und Brandschutzanordnung, die nötigen Vorsichtsmaßnahmen einhält, kann eigentlich nichts passieren. Und eigentlich kann das kaum ein Grund sein, der für größere Betriebe zwingend ist, diese Sanierungsmethode, wie wir hörten, nur mangelhaft oder überhaupt nicht anzuwenden. Wir versuchten herauszufinden, welche Bedenken oder Schwierigkeiten noch eine Rolle spielen. Fürstenwalde. Am Paul-Frost-Ring wurden vom Wohnungs- und Gesellschaftsbaukombinat Frankfurt-Oder 15 Wohnblocks errichtet. Mangelnde Qualität der verwendeten Schornsteinfertigelemente, erst nach Inbetriebnahme erkannt, führte zur Versottung und Rauchgasbelästigung in den Wohnungen. Doch nur ein Block wurde vor 3 Jahren nach der neuen Methode saniert. Wir fragten Taktstraßenleiter Fischer nach dem Ergebnis. Das Ergebnis ist bis jetzt zufriedenstellend. Wir haben letzte Überprüfung gemacht vor ca. 8 Tagen, wo wir feststellen mussten, dass keine neue Versottungen aufgetreten sind. Sie haben die Chemikalien, Sie haben auch ein entsprechendes Sanierungsgerät. Warum setzen Sie es nicht ein? Die Schwierigkeiten waren nur da, dass die Rissbildung in den Schornsteinköpfen bis zum Dachgeschoss aufgetreten sind und wir erst mit Sanierungsprojekten für Schornsteine begonnen haben. Und dieses Sanierungsprojekt wurde uns erst 1988 im August ausgehändigt. Früher ging es nicht? Ja, es ist leider die eigene Projektierung, aber man hat es nicht früher geschafft. Die Bausubstanz muss freilich in Ordnung sein. Solange die gerissenen Schornsteinköpfe nicht erneuert sind, ist auch die Sanierung der unteren Schornsteinteile nicht möglich. Das WBK Frankfurt muss wohl im neuen Jahr einiges zulegen, um den hier entstandenen Tempoverlust aufzuholen. Nächste Station Frankfurt-Oder. Auch der volkseigene Gebäudewirtschaftsbetrieb ist in Besitz eines Sanierungsgerätes nebst dazugehöriger Dokumentation. Wir sprachen mit dem Betriebsdirektor, Kollegen Kühne. Ja, wir haben uns diese Aufgabe mal gestellt vor 2 Jahren. Ein junges Neuer-Kollektiv war das. Wir haben auch Recherchen angestellt, wie dieses Verfahren zum Einsatz kommen kann. Wir hatten eine Information über die Bauakademie. Wir haben uns dann mit dem Patentträger, Schornsteinfegermeister Horn, in Verbindung gesetzt, ob wir dieses Verfahren in Anwendung bringen können. Es kam auch zu einem Kauf zu diesem Gerät. Und mit dem Kauf
dieses Gerätes haben wir das erste Mal die richtige, komplette Anwenderdokumentation erhalten. Wir mussten dann feststellen, als wir dieses zur Anwendung bringen wollten, dass hier Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um effektiv das zum Einsatz zu bringen. Und das traf zu dem damaligen Zeitpunkt bei uns nicht zu, weil hier die Voraussetzung ist, dass die Schornsteine einen lotrechten Aufbau haben und in der Stadt Frankfurt sind etwa 80% der Schornsteine gezogen. Das heißt, Sie haben einen Bogen in Ihrem Inneren? So ist das. Wir haben einen Bogen in den Schornsteinzügen. Bezirksschornsteinfegermeister Zach ist Ihnen sicher bekannt, hier in Frankfurt ansässig. Er hat also nicht nur in Frankfurt, auch in Berlin schon mit Erfolg Schornsteine saniert. Haben Sie seine Erfahrung schon genutzt? Uns ist bekannt, dass Schornsteinfegermeister Zach diese Methode zur Anwendung bringt. Es ist ja so, wir sind Rechtsträger in erster Linie für Mehrfamilienhäuser. Und der Schornsteinfegermeister Zach hat ja überwiegend Einfamilienhäuser und dort haben wir die lotrechten Schornsteine. Also für ihn ist es einfacher, auch diese Methode zum Einsatz zu bringen. Übrigens hatten wir nicht den Eindruck, dass es Meister Zach in Frankfurt vorwiegend mit Einfamilienhäusern zu tun hat, als wir ihn bei der Arbeit beobachteten. Natürlich wollten wir von ihm wissen, was er von diesem Argument hält. Wie wir hörten, soll in Frankfurt oder die gezogenen Schornsteine, also die im Inneren einen Bogen machen, überwiegen und deswegen sei die Sanierungsmethode nicht anwendbar. Nein, also ich möchte sagen, wer das gesagt hat, sollte lieber einen Fachmann aufsuchen, um sich wirklich in dieser Frage zu informieren. Denn wir haben zu 80% gerade Schornsteine und nicht gezogene. Das ist nicht wahr. Wie lange wenden Sie diese Methode schon an? Ich wende diese Methode schon 4 Jahre an und habe mit dieser Methode gute Erfolge erzielt. Wären Sie bereit, Ihre Erfahrungen auch an andere weiterzugeben? Aber natürlich. Voraussetzung ist freilich, dass entsprechend dem Bedarf auch Geräte verfügbar sind. Darum kümmert man sich schon seit einem Jahr im VEB Baumechanisierung Berlin-Mitte. 25 Geräte wurden 1988 im Rationalisierungsmittelbau hergestellt und ausgeliefert. Inzwischen haben sich die Neuerer des Betriebes weitere Verbesserungen ausgedacht und ausprobiert. Was dabei herauskam, wollten wir von Betriebsdirektor Dietmar Schnuse wissen. Das neue Gerät wird leichter und dadurch erhält es eine größere Füllmenge. Das neue Gerät hat keine elektrischen Anlagen mehr bzw. Einbauten. Und damit fällt der Explosionsschutz weg und die Frage der Sonderzulassung. Und es wird unterm Strich wesentlich billiger. Wie viel können und wollen Sie von diesem Gerät im Jahre 1989 herstellen? Wir wollen 1989 500 Stück herstellen. Materiell ist alles vorbereitet und dementsprechend wollen wir im Januar beginnen. Wie viel sind denn bestellt? Bisher keine. Wissen Sie, was mir bei dieser Angelegenheit unverständlich ist? Seit 1983 ist dieses Verfahren patentiert und publiziert. Die Fachleute müssten also wissen, dass es sich um eine Methode handelt, die vorhandene Sanierungsmethoden ergänzt. Sollten es inzwischen aber wirklich einige wieder vergessen haben, dann hoffe ich sehr, dass die dafür verantwortlichen Mitarbeiter der KWV und der VEB Gebäudewirtschaft durch diesen Beitrag hellhörig geworden sind. Wir werden auch im neuen Jahr diese Art schwebender Verfahren im Auge behalten. Und ich kann Ihnen im Namen des gesamten Prisma-Kollektivs versprechen, dass Sie bei der Durchsetzung von Vorschlägen und Ideen in uns weiterhin einen aufmerksamen und hilfsbereiten Partner haben werden. Auf Wiedersehen.